Willkommen am Wild City Campingplatz oder Bricks Go Wild Campingplatz eigentlich. Vielleicht bauen wir den in der Wild City auch mal nach. Wir haben uns gedacht, nachdem viele das sehr lustig gefunden haben mit unserer Aufwachszene und so weiter und so fort und dann gefragt haben, wie wir hier eigentlich wohnen, haben wir uns gedacht, wir filmen das mal für euch. Kurz bevor wir jetzt zusammengepackt haben, eigentlich sieht es hier nicht so schön aufgeräumt aus. Also wenn ihr uns gesehen habt beim Campen, das ist jetzt nur, weil wir zusammenpacken. Sonst ist mit Kind natürlich der Chaos pur, Duplo-Steine, Lego-Steine, was weiß ich, was da alles ja, normale Steine vom Boden. Genau. Bringt auch sehr gerne. Aber eigentlich recht gemütlich hier. Wir haben hier zwei so Campingbänke. Wir haben auch zwei Wellness-Liegen, wenn man sich nachmittags mal kurz für ein Mittagsschläfchen hinhauen will. Einen neuen Tisch haben wir uns gegönnt dieses Jahr. Freut mich auch sehr. Und wir haben natürlich auch die Werkbank von Tim mit dabei. Wo er immer alles repariert, was kaputt ist oder auch nicht. Genau. Oder auch nicht. Genau. Das sieht also ganz nett aus. Bevor wir nach drinnen gehen, mache ich noch kurz einen Schwenk außenrum mit euch. Mach das. Und dann zeigt euch Rita, wo sie schläft. Da könnt ihr schon gespannt sein. Also ein paar haben schon von euch in den Kommentaren geschrieben, was das für ein Wohnmobil ist, weil es ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Rita lacht, aber es ist Er heißt ja auch Challenger. Also für mich ist das immer eine Challenge. Dieses Wohnmobil ist 28 Jahre alt und seit 28 Jahren in meiner Familie, hat ursprünglich meinen Großeltern gehört. Und ich kann mich erinnern, dass wir seit meinen Kindheitstagen damit herumgefahren sind. Baujahr 94. Der Wagen dazu ist ein Citroën C25, besser bekannt aber natürlich als Fiat Ducato, zweite Generation, 1900 Kubik und zarte 70 PS. Das ist bei etwas über 3 Tonnen fahrbereitem Gewicht dann nicht besonders viel. Also wir sind keine, die jetzt auf der Autobahn alle möglichen Leute überholen, sondern eher umgekehrt. Ja, genau. Also wenn ihr uns seht, dann überholt ihr uns. Er fühlt sich so bei zwischen 90 und 100 eigentlich am wohlsten auf der Autobahn. Da fährt er aber auch wirklich sehr, sehr gut und ist technisch, durch das nicht viel Elektronik und Klimbim drinnen ist, eigentlich noch ganz fit. Hier trocknet gerade das Geschirr in der Sonne, also Rita freut es nicht abtrocknen. Es ist also ein Alkovenmobil. Wir schauen nur ganz kurz auf die andere Seite hier, das ist aber nicht so interessant. Hier geht es unseren Vögelchen. Ja, wie ihr sie sehen könnt, die sitzen hier und schauen doof. Hier auf dieser Seite haben wir natürlich Anschluss für Gas, dann haben wir hier so einen Werkzeugkasten und hinten die Toilette. Ich gehe rundherum, dann erschrecken wir Rita. Hier hinten ist natürlich auch ein Fahrradträger, aber hier haben wir jetzt keine Fahrräder mitgehabt. Aber wenn wir nach Italien fahren, haben wir meistens auch Fahrräder mit. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Hier sieht die Heckansicht unserer Terrasse aus, natürlich mit Markise. Und ich würde sagen, da Rita, war übrigens dieses Mal schon ein Malheur, ist uns noch nie passiert. Wir haben, ich glaube, das war ich, habe die Markise zu weit rausgedreht. Falls euch das auch mal passiert und ihr habt so ein altes Mobil, dann einfach weiterdrehen in die Richtung und irgendwann springt dann die Markise in die andere Richtung wieder rein und ihr könnt sie wieder aufrollen. Genau, ja, ich weiß nicht, wer das war von uns zwei, aber irgendjemand hat die Feder ausgehängt. Ja. Wir haben schon gedacht, wir müssen die Markise herunterschneiden und herunter, damit wir wieder heimfahren. Aber es funktioniert noch alles. Also es ist überhaupt alles momentan, okay, haben wir ein kleines Problem innen mit der Elektronik, es funktionieren die Lichter nicht, aber das bekommen wir auch noch hin. Das ist uns erst jetzt ganz kurz, bevor wir hierher gefahren sind, aufgefallen. Aber das ist kein Problem. Dann schauen wir mal hinein und Rita zeigt euch, wie gesagt, ihre Gemächer. Schreckt euch aber bitte nicht, denn es ist jetzt nicht alles so zusammengeräumt. Wir sind gerade so zwischen Aufstehen, Frühstücken und Zusammenräumen, weil wir jetzt dann rüber auf den großen Parkplatz fahren müssen. Genau. Hier herinnen hat, glaube ich, noch niemand gefilmt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Rita, mach bitte dort hinten noch auf, dass es ein wenig heller ist. Sieht natürlich alles so 90er-Style-mäßig aus. Rita ist das ein wenig zu Oma-mäßig, aber so hat man eben damals gelebt und gewohnt in Campingwegen und das war damals der Stand der Dinge. Wir haben hier einen großen Esstisch für 4 Personen, wo wir heute auch gefrühstückt haben, weil es in der Früh echt kalt war. Und der Tisch lässt sich nach unten klappen und dann sogar noch hier ausziehen.
bis hierher, und da hat Rita meistens geschlafen, also das hier von ganz der Wand bis hier ist dann ein eigentlich Doppelbett, aber Rita bevorzugt es hier alleine zu schlafen. Ist aber eigentlich sehr gemütlich, oder? Und optional mit dem kleinen Baumeister. Deswegen habe ich mir gegönnt, dass ich hier ein großes Bettchen habe. Na, ist sehr gemütlich, kann man nicht sagen. Ja, dann geht es weiter. Weiß nicht, machen wir vielleicht zuerst die uns zur rechte Seite, zugewandte rechte Seite. Natürlich, was nie fehlen darf, Kaffee. Allerhand Krimskrams und unser Studio. Also ich habe mir jetzt extra zum Aufladen der ganzen Akkus solche 3er USB Stecker gekauft, weil hier wirklich in der Nacht alles angehängt war. Handys, Akkus, also alles mögliche, Laptop. Das war wirklich, also Legoland, tut uns leid, wir haben sehr viel, haben wir eigentlich wenig Strom gebraucht, glaube ich, weil wir haben keine Klimaanlage, wir haben gar nichts eingeschaltet, weil ja nichts geht. Ihr seht, hier ist dieser altmodische Computer, der hier alles steuert mit der Bordbatterie, und es ist hier irgendwie alles tot. Keine Ahnung, was hier los ist, aber wir sind da erst 2 Tage, bevor wir weggefahren sind, draufgekommen, und die Werkstatt, wo wir normalerweise immer hinfahren, hatte Urlaub. Jetzt haben wir schnell bei Amazon noch so ein USB-LED-Licht bestellt, was aber auch ganz gut ist. Und der Strom herinnen funktioniert ja zum Glück, also alle Steckdosen, Kühlschrank, alles funktioniert. Ja. Genau. Dadurch, dass wir keine Klimaanlage haben und dass ja auch irgendwie nicht nachgerüstet werden kann, soll, habe ich mir diesen Ventilator gegönnt. Speziell in Italien ist der lebenswichtig. Ja. Sonst wird es hier brutal heiß. Ein Dyson, der manchmal den ganzen Tag eingeschaltet ist. Ja, aber das muss sein. Es bringt wenigstens ein bisschen was im Gegensatz her. Hier hinten haben wir dann noch ein Bad. Ob ihr da reinschauen wollt, ich weiß nicht. Wir nehmen es auf jeden Fall nicht her, sondern eigentlich ist es ein Abstellraum. Richtig. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass wir dieses Bad jemals hergenommen haben. Also man sieht, dass eigentlich unter den Polstern wäre hier eine Toilette. Das ist jetzt alles zugeräumt von den Sachen von Ritas Mutter. Natürlich Lego am Start, Windeln und alles Mögliche. Also hier wäre eigentlich ein volles Bad mit Toilette, mit Waschbecken, sogar einer Dusche. Aber wir haben, die Campingplätze heutzutage sind so gut, man braucht eigentlich, das finden wir jedenfalls nicht mehr nehmen. Außerdem ist bei einem 28 Jahre alten Wohnmobil dauernd irgendwas mit der Wasserpumpe oder dem Klo, irgendwas kaputt. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen nach vorne in die Anlage, die ja auch sehr schön ist hier im Legoland. Das hier hinten ist ein Kleiderkasten für mich. Wo Rita ihre Outfits gelagert hat. Ich habe übrigens sowas für mein Gewand. Und Rita hat den vollen Kleiderkasten, aber natürlich darunter wäre eine Gasheizung. Die haben wir jetzt aber auch nicht genommen. Also, bin nicht so ein Gasfan. Rita, wir haben zwar eine ganz neue Gas-Check-Zertifizierung hier drinnen, aber Rita traut dem Ganzen nicht ganz so. Wir wollen ja noch weiter Videos machen. Und hier hinten ist eigentlich auch noch so eine kleine Sitzbank. Da haben wir früher auch gerne mal gefrühstückt, wenn wir hier das Bett gerichtet haben. Also dasselbe wie hier eigentlich, nur für eine Person pro Seite. Genau. Aber jetzt ist es mittlerweile ein Gitterbett geworden. Aber passt auch ganz gut. Der Kindersitz, den wir fürs Fahren brauchen, den haben wir auch hier abgestellt. Er kommt natürlich noch auf den großen Tisch. Also hier schläft Tim. Ja. Ja, dann haben wir hier alle möglichen Kästen, wo Küchenutensilien drin sind, Teller und so weiter. Also das ist alles hier. Ja. Dann ist hier die Küche, die ist natürlich auch sehr zugeräumt ist mit einem Herd, den kennt ihr vielleicht aus den anderen Videos schon. Genau. 2 Flammen, Besteck, hier ein Waschbecken. Wir holen aber auch immer frisches Wasser von vorne. Das ist uns lieber, als hier den Tank zu füllen und dann das Grauwasser wieder abzulassen und so weiter. Und hier haben wir dann noch einen schönen Kühlschrank, der eigentlich auch für seinen Alltag ganz gut funktioniert. Das stimmt. Zum Glück funktioniert er, weil ja strommäßig etwas schwierig ist mit den Lichtern, aber der ist in Ordnung. Ein Traum. Richtig. Und wo schläft Christoph? Im Gitterbett? Nein, ich schlafe auch nicht in einem Zelt, sondern ich wurde ausquartiert. Ich wollte eigentlich bei Rita schlafen, hier auf diesem großen Doppelbett. Durfte ich aber nicht. Ich wurde ausquartiert nach oben auf den Alkoven, wo es sehr eng ist. Also Rita will dort oben zum Beispiel nicht schlafen, weil die Höhe, natürlich kann man sich hier nicht aufsetzen. Man kommt sich hier vor wie in einem, wie in so einer Schiffskajüte. Es ist aber sehr, sehr bequem. Können eigentlich auch 2 Erwachsene schlafen. Das heißt, insgesamt können 5 Leute hier drinnen nächtigen. Und ich habe, wie ihr schon erkennen könnt, ganz formidabel bei meinen Lego-Sets geschlafen. Und mir ist es dort oben eigentlich sehr gut gegangen, bis auf die Tatsache, dass ich nicht bei Rita war. Oh, aber doch in der Nähe. Wir melden uns gleich wieder, weil dann
schauen wir nochmal nach vorne ins Führerhaus. Oder gibt es hier drinnen noch was du herzeigen möchtest? Ich glaube, wir haben alles. 2 Dachluken natürlich, die jetzt gerade zu sind, weil es noch nicht so warm ist. Ich glaube nicht. Dann melden wir uns wieder von vorne. Tschüssi. So, damit ihr das Real Feel habt, gehen wir jetzt von hinten nach vorne. Diesen Vorhang kann man auf und zu machen, finde ich eigentlich ganz praktisch, speziell wenn hinten der Tim wieder mal schläft während der Fahrt. Und ich kraxel jetzt hier mal nach vorne. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und dann sind wir auch schon im Führerhaus. Ja, willkommen zurück zum Cockpit-Review hier von unserem Wohnmobil. Wie ihr seht, ganz klassischer Kastenwagen. Nichts Besonderes. Wir haben hier keine Klimaanlage, wir haben hier keinen Schnickschnack, auch keine Servolenkung. Dafür ist die Lenkung 1,5 Mal übersetzt, damit man sich nicht so schwer tut. Armaturenbrett, ihr seht, 74.000 Kilometer gelaufen, eigentlich noch sehr wenig. Funktioniert eigentlich alles ganz gut. Und wir haben auch ein Radio hier drinnen. Und ja, eigentlich das Beste aus mehreren Welten. Und zwar haben wir einerseits das Zündschloss auf der linken Seite, wie bei einem Porsche. Wir haben auch, wenn ich kurz die Kamera nehmen darf, hier seht ihr es. Wir haben auch die Handbremse übrigens auf der linken Seite. Das hat den Grund, dass man hier natürlich durchgehen muss, sonst wäre Rita hier gar nicht durchgekommen. Und wir haben eine Doppel-H-Schaltung, die hier aber direkt am Lenkrad verbaut ist, ähnlich wie beim Trabant, glaube ich. Also wirklich das Beste aus mehreren Welten. Das ist zwar eigentlich sogar ein bisschen komisch, aber zum Schalten, aber es funktioniert eigentlich ganz normal. Und es ist eigentlich sogar die sicherere Schaltung, weil hier natürlich der Handweg zum Lenkrad, wenn irgendwas Gefährliches sein sollte, nur ganz kurz ist, anstatt von, wenn ich von hier ganz unten am Boden herumgreifen muss und dann wieder zurück ans Lenkrad. Ja, hier seht ihr noch den Beifahrersitz mit Rita, wie sie hier gut sitzt. Die Sitze sind, auch wenn sie fast 30 Jahre alt sind, noch sehr, sehr bequem. Es ist wirklich ein Reisemobil, mit dem man auch über mehrere Stunden ganz gut fahren kann. Und ja, wie auf einer Couch. Ganz richtig. Das soll es, glaube ich, gewesen sein von unserer kleinen Roomtour hier aus dem Wohnmobil. Wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Und wenn ihr uns helfen könnt, was das ist hinten mit dem Licht, weil das nicht funktioniert, auch sehr gerne her damit. Und sonst sehen wir uns demnächst bald mal wieder. Auf jeden Fall. Also macht's gut, fahrt euch hier mit einem Trabant oder was auch immer und schaltet gut. Tschüss. Macht's gut.